Und damit herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie's The ABC Murders. Ja, wir sind in Kapitel 4 auf dem Weg nach Scotland Yard, um unseren Hauptverdächtigen Cust, also Alexander Bonaparte Cust, ABC, To zu Scotland interviewen. Yard, please. Ich bin definitiv gespannt. Haben Sie den Fall auf dem Boni gesehen? Ja, immer noch. Das ist. Ich glaube, ich werde zukünftig alle Spiele, die ich aufnehmen möchte, auf die SSD installieren. Damit ich hoffentlich keine Ladescreens mehr habe. Das ist er dann wohl. Und ich habe schon wieder so einen blöden Schnurrbart-Erfolg. Okay. Kann ich ihn mir erstmal angucken? Ja, kann ich. Sehr gut. This man is not in good shape. Ja, sieht nicht so gut aus. Nervöse Gestik. Zerknitterte Jacke. Augenringe. Ah, niedergeschlagene Augen. Okay. He is worried and very tired, and other police have been hard on him. Gut, dann gucken wir, was er zu sagen hat. What do you want from me? Good day, Mr. Cust. I am Hercule Poirot. Ah, you're the detective. Genau der. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters. I've already said so. Maybe you forgot that you wrote these letters. Yes, it's true. Sometimes I forget. Maybe I did type them. Ist das nicht Gaslighting? Are you capable of murder, Mr. Cust? All these questions are giving me a headache. You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But the army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Burned, er hat gemeint verbrannt und nicht brennend. Das wäre ein bisschen weird, wenn du mit einem brennenden Hals zum Arzt gehst. Okay. In des Mordes an Dr. Clark bezichtigen. Ich lasse ihn glauben, dass er unschuldig ist. Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No. No, never. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot. But not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about Es the war der towns I had to Employer. visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Ich bin verwirrt. Aber ich glaube nicht so verwirrt wie er. Okay, und nun? He is prey to a terrible anxiety. Is it remorse? Or simply the pressure of the questioning and the train journey? He is in no state to reply. Okay. Cust befragen. Ach, soll ich ihm jetzt ein Beruhigungsmittel geben, ja?
Oh, klar, wir setzen unsere Zeugen unter Take Drogen, this. wenn sie nicht mehr It will können. help you. Mach mal so, ne? Der Zeuge ist komplett emotional und psychisch fertig. Wir setzen ihn unter I think Drogen, I'll dann be geht's fine. wieder. Drogen machen alles Let us besser. see, Gust. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Let us leave Gust alone. He's at the end of his tether. Ja, für die 2 Fragen haben wir ihm jetzt... Okay. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, gucken wir mal. Was weiß man über Gusts Gesundheit? Gedächtnisschwäche, Halsbeschwerden, Bluthusten. Mental und physisch schwach, das ist nicht gerade das Profil eines Killers. Gibt es Indizien, die nicht mit Gusts Schuld im Mordfall von Kirsten übereinstimmen? An der Knopfleiste beschmutzt. Man würde erwarten, dass das Hemd des Mörders an den Ärmeln und nicht an der Knopfleiste beschmutzt ist. Man beobachtet aber das Gegenteil. Und noch mehr Indizien, die nicht mit seiner Schuld übereinstimmen. Er sagt, er hat sie nicht geschrieben. Ah ne, das hier natürlich. Klar. Es hat nicht als der Poirot wiedererkannt und die Zeitungsartikel hat er erst ab dem C-Fall gesammelt. Kann man unwiderlegbar sagen, dass Gust schuldig ist. Er sagt, er war es nicht und er hatte keinen Grund. Also, man kann theoretisch nicht sagen, er war es garantiert. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Gust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Gust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then confessed to them. He confirmed that he never typed the letters, then with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Ist Gust clever? Was? In der Tat kommen wir auf den Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder perfekt ausgeführt hat. Ach so, okay. Das ist die Behauptung, die wir schon aufgestellt haben vom Mörder. Der Mörder ist clever. Ist Gust clever? Sparsam. Nee. Er ist unbedeutend. Was ist jetzt, nur weil jemand Befehlen folgt, heißt nicht, dass er nicht clever ist. Es kann sogar sehr clever sein, Befehle einfach zu befolgen. Okay, ja. Ist Gust selbstsicher? Ja, hier, nein. Da haben wir wirklich die Aussage, er war nicht selbstsicher. Das passt. Ist Gust ein Verführer? Ich glaube eher nicht, oder? Also wirkt auf mich nicht so. Ja, man würde ihn vergessen, er hat keinen Charme. Okay, passt. Also
Er widerspricht komplett dem Profil, das wir aufgestellt haben. Aber er mag Züge. Achso, in dem Moment, er mag keine Züge. Er mag Züge nicht. Okay, weil er reisekrank ist. Impulsiv. Ja. Also, eben, er ist nicht impulsiv, sondern kalt und kalt. Und großzügig? Nee, er ist sparsam. Ich würde ihn eher als geizig beschreiben. Das Einzige, was er mit dem Opfer, mit dem Täter gemein hat, ist, dass er kalt ist. You see? Cuss' character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual or repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So, we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Also wenn jemand ihm quasi das Ganze anhängen will, dann hat er diese Briefe mit der Schreibmaschine getippt und hat dann so getan, als wäre er eine Firma, die Strümpfe verkaufen will über den Vertreter. Hat ihn eingestellt, diese Firma gibt es aber gar nicht, hat ihm die Schreibmaschine, mit der er vorher die Briefe geschrieben hat, also die ABC-Briefe, dem Kast gegeben, gesagt, das ist jetzt seine Schreibmaschine, der muss alles damit machen und hat ihm eine Liste mit den Daten gegeben, wann er wo sein muss. Dann könnte man ihm das durchaus anhängen, weil es heißt zwar, die Firma hat noch nie von ihm gehört und so, aber ja, wenn es eine einzelne Person ist, die ihm das Ganze wirklich in die Schuhe schieben will, dann passt's. To White Heaven, please. Weil A und B waren Patienten und C wäre eigentlich Kast gewesen wahrscheinlich. Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe 1 or 2 details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. Okay, bin verwirrt. Wo ist der Revolver? Ich soll ihn Hastings bringen und weiß nicht, wo er ist. Vielleicht im Schreibtisch? Also, wir haben hier irgendeinen perfiden Plan. It is not the right time. Okay, irgendeinen perfiden Plan. Und Poirot will uns nicht sagen, was es ist. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. I have to choose the type of bullets to load. Was ist jetzt hier? Was hat er gesagt? The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. Ja, ich würde Platzpatronen nehmen. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat, aber ich nehme Platzpatronen. Weil er hat gesagt, er muss eine Rolle spielen und so. Und es ist wichtig, dass sie eine Waffe haben. Ich glaube, Platzpatronen reichen. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used. It is almost new. Okay, und dann gehen wir mal ins Telefon. Und ich habe so das Gefühl, wir nähern uns hier gerade dem großen Finale. Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind. I shall make do. So, are you still going to hold your meeting?
Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why Ich have bin you brought us gespannt. here, Mr. Poirot? Since Cuss' arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw are of the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells to work. Warum hat sich der Mörder an der Adresse geirrt? Das war Absicht. Okay, Poirots Adresse ist nicht sehr bekannt. Hat ihn gerettet. Hat den Fehler vorsätzlich gemacht. Das war Absicht. Ja. Weil er hatte ja vorher schon zweimal richtig adressiert. Warum hat der Mörder seine Briefe an Poirot adressiert? Aus Fremdenfeindlichkeit? Was? Nein. Ruhm. Ne? Hä? Weil seine Adresse nicht sehr bekannt ist? Was ist denn das für ein... Was? Was ist denn das? Is everything clear now? You might like to explain So. your reasoning again. Damit Of course. der dritte Mord... First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churton, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the Das recipient. heißt, er hatte den dritten Mord schon von Anfang an Because geplant. for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of a psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Ach, die beiden sind jetzt mittlerweile zusammen, ne? Die halten Händchen. Okay, was weiß man über Cust? Er ist beeinflussbar. Er war im Krieg und davon hat er sich niemals vollständig erholt. Und er wurde im Krieg verletzt. So, okay. Mental fragil und manipulierbar. Das heißt, irgendjemand hat ihn garantiert über die Briefe manipuliert. Wie lässt sich Custs Anwesenheit in den Tatorten erklären? Naja, er macht Direktverkauf. Es ist nicht Zufall, er wurde dahin geschickt. Ach
Achso, man könnte erklären, dass er seine Reisekrankheit dadurch zu besiegen versucht, indem er häufig den Zug nimmt. Funktioniert übrigens nicht. Beziehungsweise, nee, er wollte baden. So. Nee. Kauft Zeitung, die über den Fall schreiben, er wollte die Tatorte sehen und er wollte baden. Nee? 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 Hä? Wie lässt sich Kasts Anwesenheit in den Tatorten erklären? Na, er wollte baden, er macht Direktverkauf. Bin verwirrt. Spiel. Ich hasse es, ganz ehrlich. Es geht mir richtig auf den Sack. Was? Opfer sind Akten von der... Der Mörder hat Kass manipuliert. Ja, okay, aber... Was? Was? Dr. Clark's patient's records provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? Es ging nur um einen Mord. Sagen, dass ein einziger Mord für den Mörder von Interesse ist? Ja. Ja. Es ging darum, einen der Morde zu verschleiern. Und wahrscheinlich war das der 3. Mord, weil der passt einfach nicht ins Schema. Es ist keiner der Patienten. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Donalds Agentur für Clark gearbeitet hat, ja. He works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it. And you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Ich werde es übrigens auch Let us now weitermachen, try and get our brain weil cells ich to wirklich work. glaube, dass das Finale ist. Also deswegen werde ich jetzt hier nicht schneiden und dann das Ganze da wieder zusammenschneiden. Ist ja Quatsch. Wenn es halt sehr lange wird, dann wird es halt sehr lang. Okay, ist Donald clever? Hat Erfolg bei Frauen? Nö. Schläft nicht mehr so. Ah ja, hier. Intelligenter Mann. Da war's. Ja? Hallo? Danke. Ist Donald selbstsicher? Ja. Achso, nee, ist er nicht. Okay, er war selbstsicher am Anfang, aber harte Schale, weicher Kern und so mittlerweile nicht mehr. Der Mann hat Betty verführt. Ist er ein Verführer? Er hat Erfolg bei Frauen, ja. Ob er ein Verführer ist, weiß ich nicht, aber er hat Erfolg bei Frauen. Mag er Züge? Er mag Züge. Das hat er uns gesagt. Ist er impulsiv? Er ist aufbrausend, ja. Das heißt, er passt deutlich besser auf das Profil als Cust.
Und er war großzügig. Oder ist großzügig. War ist immer so ein bisschen, Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, dann schauen wir doch mal, was der gute Franklin dazu zu sagen hat. Ist er clever? Begabter, aber disziplinloser Schüler. Er ist clever. Ist er selbstsicher? Er ist gelassen? Okay. Ja. Er ist selbstsicher. Und er ist ein Verführer. Bisher haben wir nur Treffer. Mag er Züge? Hat die Eisenbahnkinder? Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass er Züge mag, nur weil er da ein Buch drüber gelesen hat, aber okay. Impulsiv. Er ist kalt. Ist er großzügig? Ja. Er hat das Ticket für die, aus dem ersten Fall übernommen, für die Nichte. Nur As you Treffer. have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. Weil wenn der Bruder die Dame, wenn die Thora, genau, geheiratet hätte, dann hätte sie geerbt. Dann wäre sie nämlich... Ja, genau. Wenn Charlotte tot gewesen wäre, dann wäre der Bruder der Erbe gewesen. Und Charlotte hat nur noch ein paar Monate zu leben. Aber wenn sein Bruder dann neu geheiratet hätte, und zwar die Thora, dann wäre das was anderes gewesen, weil die hätte ihn sehr wahrscheinlich überlebt. Und ich glaube, belästigen ist ja jetzt nicht das, was sie sagen wollten, aber ja. Because of Miss Grey. Sie hat ihn nicht belästigt, sondern sie hat ihn Mademoiselle, verführt. also you haven't been telling the truth. There is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. Mhm. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh no, you know perfectly well. That is not true. Eh bien voilà, light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Hm. Alice Ashes Tabakland. Nee, die Fingerabdrücke auf Cust's Schreibmaschine. One thing proves it. The prints you left on Cust's typewriter. Enough. Oh, of course you wiped the typewriter before sending it. But not carefully enough. Scotland Yard has found your print along with those of Cust. I understand why you never wanted to lend me your new typewriter, and why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother?
Game, set, match. You win, Mr. Poirot. But it was worth trying. Okay. Und was hat es jetzt mit der Knarre auf sich? Aha! Don't come near me! Er hat gesehen, dass er die Knarre I'll trägt. never let you take me, Mr. Und Poirot! wir wissen jetzt, dass da nur Platzpatronen drin sind. Oder? Habe ich die falsche Munition reingepackt? Ups. Das klang nämlich gerade verdammt wie ein... Okay. I'm sorry, Mr. Clark. There is no easy death for you. I expected your reaction, so I used blanks. I'm sorry, mademoiselle, but your second chance has been lost. Franklin Clark will never inherit his brother's fortune. Okay, so viel dazu, hm? Okay. Hätte es da jetzt verschiedene Disappointed Enden at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Donald Fraser and Megan Barnard married. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. Journal of an Innocent, the incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Okay. Okay, das war plötzlich. Kommt da noch was? Die Credits. Okay, basiert auf dem Roman The ABC-Mörders von Agatha Christie, genau. Das hatte ich ja schon gesagt. Und ich will jetzt auch mal ganz frech hier die Credits überspringen. Ich weiß, dass da unglaublich viel Arbeit dahinter steckt. Sieht aus, als wäre das... Ja. Ich sag mal so, es ist ein größeres Team, als ich... Ich habe befürchtet, dass es ein großes Team ist. Wenn es jetzt, wie gesagt, ein kleines Team gewesen wäre, dann... Ja. Community Manager, Key Account Manager, Assistant Managing Editor, also da steckten viele, da steckte genug dahinter, dass man das hätte vermeiden können. Ja, Fortschritt 100%, Ego-Punkte haben wir nicht alle geschafft, aber hey, immerhin. Das Spiel an sich ist okay. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, es ist, was die Story angeht, solide, es ist, was die Rätsel angeht, größtenteils solide, tragbar. Wenn der Bug mit dem Schloss bei dem einen Rätsel nicht gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich auch deutlich positiver gelaufen. Es waren ein paar kleine Glitche drin, zum Beispiel, dass er sich auf der Stelle dreht oder dass manche Interaktionspunkte blöd gesetzt waren. Ja, unschön, aber nichts, was Game-Breaking wäre. Aber die Übersetzung ist halt ein absolutes No-Go. Absolutes No-Go. Ich glaube, das könnte ich besser, das könnte jeder Zehntklässler besser. Das finde ich schade, dass es immer noch passiert. Ich habe so das Gefühl, da steckt hauptsächlich dahinter mit, der deutsche Videospielmarkt ist groß, weil das ist er. Der deutschsprachige Videomarkt ist einer der größten, weil wir haben die Schweiz, wir haben Österreich, wir haben Deutschland, Deutsch ist so eine verbreitete Sprache und vor allem sind wir ein reiches Land, wir können uns Videospiele leisten. Und dann hat man so das Gefühl, ja, wir müssen irgendwie die Deutschen mit reinholen. Ja, mach mal deutsche Untertitel. Ja, wie viel Budget haben wir dafür? Wie Budget? Jagt es mal durch Google-Übersetzer oder setzt mal meine 5-jährige Nichte dran. So wirkt es auf mich. Ich finde es schade, weil es ist ein tolles Spiel und mit einer vernünftigen Übersetzung hätte das auch auf dem deutschen Markt richtig gut werden können. Ich bin gespannt. Es gibt einen, ich weiß nicht, Nachfolger. Es ist auf jeden Fall auch ein Agatha Christie-Spiel und ich glaube, es ist vom gleichen Entwicklerstudio.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es auf meiner Liste, ich will es definitiv spielen und das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, ich bin gespannt. Ich werde vorher wahrscheinlich ein bisschen mich schlau lesen, wie es da aussieht, ob das besser ist als hier. Wenn ja, werde ich es definitiv spielen. Wenn es schlechter ist, werde ich es wahrscheinlich lassen. Aber das muss ich mir dann noch überlegen. Auf jeden Fall möchte ich euch ganz herzlich danken, dass ihr bei diesem Projekt bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Detektiv-Point-and-Click-Adventure oder bei einem der anderen Projekte, die ich hier so hochlade. An der Stelle Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.